Willkommen alle zusammen. In diesem Video sprechen wir nicht nur über Deutsch. Ich helfe dir, endlich fließend Deutsch zu sprechen. Und um fließend zu sprechen, fehlt dir nur eins. Du musst auf Deutsch denken. Genau das zeige ich dir hier, Schritt für Schritt. Und am Ende dieses Videos schaust du in den Spiegel und sagst, ja, jetzt kann ich Deutsch sprechen. Ohne nachzudenken. Auch hör bis zum Ende zu. Lass mich dich etwas fragen. Wie viele Stunden hast du schon mit Deutschlernen verbracht? Du lernst so viel, aber dein Deutsch klingt noch nicht fließend. Wie viele Wörter hast du schon gelernt? Du lernst neue Wörter jeden Tag, aber sie kommen nicht, wenn du sprichst. Deine Gedanken stoppen, deine Wörter verschwinden. Dein Kopf macht zu. Nicht, weil du dumm bist, nicht, weil du schlecht in Deutsch bist, sondern weil dein Gehirn untrainiert ist. Du musst anfangen, auf Deutsch zu denken. Das ist die Wahrheit, die dir niemand gesagt hat. Du lernst nicht, dein Gehirn wie ein deutscher Sprecher zu benutzen. Du liest, du schaust, du hörst, aber du trainierst dein Denken nicht. Darum ändert sich nichts. Darum bleibst du stehen. Darum verlierst du dein Selbstvertrauen, wenn du sprechen willst. Deutsch ist nicht nur in deinem Mund. Deutsch ist in deinem Kopf, in deinen Gedanken, in deinem Fokus. Und bis du das trainierst, wirst du immer fühlen, dass etwas fehlt. Aber heute ist das anders. Dieses Video ist keine langweilige Grammatiklektion, keine Liste von Sätzen, kein YouTuber, der sagt, wiederhole nach mir. Dieses Video ist Training für dein Gehirn. Wir stoppen deine Angst. Wir wecken dein Denken. Wir machen dein Deutsch fließend, Schritt für Schritt. Und nein, du musst nicht perfekt sein. Du brauchst keinen Akzent. Du brauchst keine teuren Kurse. Du brauchst nur 5 Minuten am Tag, die richtige Übung und den Mut, auf Deutsch zu denken, auch wenn es zuerst komisch ist. Dann wirst du fließend. Dies ist das Video, das ich mir früher gewünscht habe. Dies ist die Wahrheit, die dir dein Lehrer nie gesagt hat. Jetzt ist dein Moment. Hör auf, nur Deutsch zu lernen und fang an, auf Deutsch zu denken. Auch, lass uns beginnen. Für alle, die es noch nicht wissen. Wir haben Untertitel in vielen Sprachen. Schalte sie ein, damit du jedes Wort verstehst und besser mitsprechen kannst. Wenn deine Sprache noch nicht dabei ist, sag uns einfach Bescheid. Wir fügen sie gerne hinzu. Aus welchem Land schaust du dieses Video? Schreib es unten in die Kommentare, wir freuen uns, das zu lesen. Und wenn dir diese Tipps gefallen haben, lass mir gerne ein Like da und schreib mir einen lieben Kommentar. Das zeigt mir, dass dir das Training hilft und motiviert mich, noch mehr Videos für dich zu machen. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht von euch. Kapitel 1: Warum dein Kopf dich stoppt. Dein Denken entscheidet, wie du sprichst. Wenn dein Kopf langsam ist, ist auch dein Deutsch langsam. Wenn dein Gehirn zweifelt, zweifelt auch deine Stimme. Und wenn dein Denken klar ist, fließen deine Sätze wie Musik. Das ist die Wahrheit, die dir niemand gesagt hat. Du sprichst nicht besser, wenn du nur Grammatik lernst. Du sprichst besser, wenn du dein Denken trainierst. Dein Gehirn ist wie ein Muskel. Wenn du es oft benutzt, wird es stark. Wenn du es nicht trainierst, bleibt es schwach.
Viele Deutschlerner verstehen Wörter, sie kennen Regeln, aber ihr Kopf arbeitet zu langsam. Er übersetzt, er prüft, er hält an. Und in dieser Zeit ist dein Satz schon verloren. Dein Gehirn will helfen, aber es hilft zu viel. Es will richtig sein, perfekt sein, sicher sein. Doch während es denkt, verpasst du den Moment zu sprechen. Darum fühlst du dich blockiert. Darum bleibst du still, obwohl du alles weißt. Darum kommt kein Satz, wenn du ihn brauchst. Es liegt nicht an deiner Intelligenz. Es liegt an deinen Denkgewohnheiten. Dein Gehirn ist noch in deiner alten Sprache. Es denkt in Mustern, nicht in Bildern. Es will übersetzen, nicht reagieren. Doch fließendes Sprechen braucht keine Übersetzung. Es braucht Geschwindigkeit, Reaktion, Vertrauen. Du musst dein Denken auf Deutsch umstellen, Schritt für Schritt. Du musst deinem Gehirn beibringen, die Wörter direkt in Deutsch zu verarbeiten. Das ist Training, das ist Fokus, das ist tägliche Übung. Du kannst dein Gehirn neu programmieren. So wie du im Fitnessstudio deinen Körper trainierst, kannst du hier dein Denken trainieren. 5 Minuten am Tag, kein Stress, kein Druck, nur Übung. Du wirst sehen, mit jedem Tag wird dein Kopf schneller, deine Gedanken klarer, dein Deutsch natürlicher. Und wenn du sprichst, wird dein Gehirn nicht mehr stoppen. Es reagiert, es fließt, es funktioniert. Das ist der Moment, in dem du nicht mehr nach Wörtern suchst. Sie kommen einfach. Dein Denken arbeitet in Deutsch. Deine Stimme folgt. Dein Selbstvertrauen wächst. Und genau das bauen wir jetzt zusammen. Kapitel 2: Dein tägliches Denktraining. Dein Gehirn lernt nur durch Übung. Wenn du willst, dass es automatisch auf Deutsch reagiert, musst du es jeden Tag trainieren. Nicht stundenlang, sondern regelmäßig. Nur 5 Minuten am Tag können dein Denken verändern. Es geht nicht um viele Stunden, es geht um Wiederholung. Dein Ziel ist nicht, sofort perfekt zu sein. Dein Ziel ist, dass dein Kopf sich an Deutsch gewöhnt. Jeden Tag ein kleines Stück. So wird Denken in Deutsch normal, nicht schwer. Stell dir dein Gehirn wie einen Muskel vor. Wenn du es bewegst, wächst es. Wenn du es nicht nutzt, bleibt es schwach. Darum üben wir kurz, aber oft. Hier ist dein Plan. Schritt 1: Gedanken aufwärmen. Lies einen kurzen Satz auf Deutsch und sage ihn in deinem Kopf 3-mal, ohne zu übersetzen. Beispiel: Heute lerne ich Deutsch. Denk ihn, nicht sprich ihn. Fühl die Bedeutung, nicht die Grammatik. Schritt 2: Reaktionstraining. Höre einen Satz und antworte sofort auf Deutsch, auch wenn es nur ein einfaches Wort ist. Ziel ist, schnell zu reagieren, nicht richtig zu sein. Schritt 3: Bildtraining. Sieh ein Bild in deinem Kopf, zum Beispiel eine Tasse, und sag sofort auf Deutsch: Die Tasse, ich trinke Kaffee, sie ist warm. So lernst du in Bildern zu denken, nicht in Übersetzungen. Schritt 4: Sprachflusstraining.
Sag einfache Sätze, leise oder laut hintereinander, wie eine kleine Geschichte. Ich stehe auf, ich mache Kaffee, ich gehe zur Arbeit. Wiederhole sie 3-mal, jedes Mal ein bisschen schneller. Diese Übung dauert 5 Minuten. Aber wenn du sie jeden Tag machst, verändert sich dein Gehirn. Du denkst schneller, du übersetzt weniger. Du fühlst dich sicherer. 5 Minuten am Tag, das ist nicht viel, aber dein Gehirn braucht nur 1. Wiederholung, 1 Tag, kurz, einfach, echt. Du brauchst keinen Lehrer, kein Buch, kein großes System, nur dich, deine Stimme und 5 Minuten. Wenn du das machst, wirst du merken, dein Kopf beginnt automatisch auf Deutsch zu denken. Und das ist der Moment, in dem Sprechen leicht wird. Kapitel 3 Denk wie ein Muttersprachler. Fließendes Sprechen beginnt nicht mit Grammatik, sondern mit deinem Denken. Muttersprachler denken nicht über jedes Wort nach, sie reagieren. Sie denken in kleinen Gruppen, in Bildern, in Situationen. Sie sehen etwas und sagen sofort das Wort, ohne zu übersetzen. Das ist der Schlüssel. Wenn du auf Deutsch denkst wie ein Muttersprachler, kommen die Wörter von selbst. Viele Deutschlerner denken zu viel. Sie suchen das richtige Wort. Sie prüfen die Grammatik. Sie übersetzen jeden Satz. Und genau das stoppt die Flüssigkeit. Muttersprachler denken im Rhythmus der Sprache, nicht in Regeln. Sie sagen nicht, ich muss den Satz richtig bauen. Sie sagen einfach, was sie fühlen. So entsteht echter Fluss. Wenn du fließend sprechen willst, musst du dein Gehirn auf diesen Rhythmus umstellen. Du musst lernen, in Gruppen zu denken, nicht in einzelnen Wörtern. Beispiel: nicht was machst du, sondern was machst du? Wie ein Klang, ein Gedanke. Nicht ich gehe jetzt nach Hause, sondern ich gehe jetzt nach Hause. Es klingt wie Musik, weil das Denken verbunden ist. Übe das jeden Tag. Nimm 3 kurze Sätze und sprich sie im Kopf wie Musik. Beispiel: Wie geht's dir? Ich bin gleich da. Ich habe keine Zeit. Wiederhole sie 3-mal. Denk sie im Kopf, dann sag sie laut. Spüre, wie sie fließen. So trainierst du dein Gehirn, die Wörter zu verbinden. Mach das mit kleinen Gruppen. 3 bis 6 Wörter, nicht mehr. Sprich sie schnell, natürlich, ohne Pause. Du wirst merken, dein Kopf reagiert anders. Er denkt nicht mehr Wort für Wort, sondern im Rhythmus der Sprache. Das ist echtes Denken auf Deutsch. Wenn du so denkst, kommt die Sprache automatisch. Du klingst sicherer, natürlicher und entspannter. Du brauchst keine perfekten Wörter. Du brauchst nur Fluss. Wenn du das täglich übst, wird dein Gehirn leiser, dein Denken schneller und dein Deutsch lebendig. Fließendes Denken bringt fließendes Sprechen. Kapitel 4 Trainiere dein Gehirn und deine Gefühle zusammen. Dein Denken und deine Gefühle gehören zusammen. Wenn du nervös bist, denkt dein Kopf langsamer. Wenn du Angst hast, macht dein Gehirn zu. Darum blockierst du beim Sprechen. Nicht, weil du die Wörter nicht kennst, sondern weil dein Kopf Angst hat, Fehler zu machen. Dein Gehirn braucht Ruhe, Vertrauen und Energie, um fließend zu reagieren. Wenn du dein Denken trainierst, musst du auch deine Gefühle trainieren. Dein Gehirn hört auf deine Stimmung. Wenn du denkst, ich kann das nicht,
stoppt es. Wenn du denkst, ich schaffe das, öffnet es sich. Darum trainieren wir beides. Denk und fühl in Deutsch. Schritt 1. Sprich mit Gefühl. Sag einfache Sätze mit Emotion. Zum Beispiel: Ich bin glücklich. Ich bin müde. Ich bin stolz. Fühl den Satz. Deine Stimme und dein Kopf verbinden sich. Schritt 2. Sprich wie ein Schauspieler. Wenn du übst, sei nicht nur Schüler, sei Spieler. Sag denselben Satz mit verschiedenen Gefühlen: Freude, Wut, Überraschung. So lernt dein Gehirn schneller zu reagieren und weniger zu denken. Schritt 3. Bewegung. Steh auf, gestikuliere, bewege dich. Wenn du den Körper bewegst, arbeitet dein Gehirn besser. Sprechen ist kein Sitzen, Sprechen ist Energie. Schritt 4. Vertrauen. Sag dir leise: Ich darf Fehler machen. Ich lerne. Ich wachse. Diese Gedanken machen dein Gehirn frei. Angst schließt, Vertrauen öffnet. Übe 5 Minuten am Tag. 1 Minute mit Gefühl, 1 Minute mit Bewegung, 1 Minute mit Wiederholung, 1 Minute mit Spiegel, 1 Minute mit Lächeln. So trainierst du dein Gehirn und dein Herz zusammen. Dann denkst du nicht nur in Deutsch, du fühlst auch in Deutsch. Und das ist der Moment, in dem du dich frei fühlst, wenn du sprichst. Kapitel 5. Dein Gehirn liebt Wiederholung. Dein Gehirn lernt durch Wiederholung, aber nicht durch langweiliges Wiederholen. Wenn du die gleichen Sätze immer gleich sagst, schaltet dein Kopf ab. Kluges Wiederholen bedeutet, dass du jedes Mal etwas veränderst. Dein Gehirn braucht Abwechslung, Gefühl und Aufmerksamkeit, um stark zu werden. Du musst nicht 10 Stunden am Tag lernen. Du musst richtig wiederholen. Wiederholung ist wie ein Training für dein Denken. Sie baut Geschwindigkeit, Vertrauen und Reaktion auf. Jedes Mal, wenn du einen Satz wiederholst, wird dein Gehirn schneller. Es braucht weniger Zeit, um die Wörter zu finden. Es denkt flüssiger, aber nur, wenn du bewusst übst. Hier ist dein Plan. Stufe 1. Denk langsam. Sag den Satz im Kopf ganz ruhig und klar. Beispiel: Ich lerne jeden Tag Deutsch. Spür jedes Wort. Stufe 2. Denk im normalen Tempo. Wiederhole denselben Satz 3-mal. Fließend, ohne Pause. Stufe 3. Denk mit Gefühl. Sag ihn einmal fröhlich, einmal ernst, einmal stolz. So trainierst du dein Gehirn, flexibel zu denken. Stufe 4. Denk schnell. Versuch den Satz schneller zu machen, ohne Angst vor Fehlern. Dein Kopf reagiert. Stufe 5. Nutze ihn im Alltag. Sag denselben Satz in verschiedenen Situationen. Wenn du müde bist, wenn du draußen bist, wenn du mit jemandem sprichst. So wird der Satz Teil deines echten Denkens. 5 Minuten, 5 Stufen, ein Ziel. Automatisches Denken. Wiederhole nicht, um zu erinnern. Wiederhole, um zu verändern. Mit jeder Wiederholung wird dein Denken klarer,
schneller, sicherer. Dein Kopf lernt sofort zu reagieren. So baust du echtes, fließendes Denken auf. Nicht durch Stress, sondern durch kluge Wiederholung. Kapitel 6 – Die letzte Wahrheit deines Denkens. Wenn du dein Gehirn nicht trainierst, bleibst du stehen. Du kannst noch 100 Videos schauen, du kannst noch mehr Grammatik lernen, aber ohne tägliches Denken auf Deutsch ändert sich nichts. Du verstehst, aber du sprichst nicht. Du hörst, aber du reagierst nicht. Du willst sprechen, aber dein Kopf bleibt still. Viele lernen nur mit den Augen und den Ohren, aber nicht mit dem Kopf. Sie wissen viel, aber sie denken in der falschen Sprache. Und so verlieren sie Jahre. Du brauchst kein neues Buch, keine neue App, keine perfekte Methode. Du brauchst Entscheidung und Übung. 5 Minuten jeden Tag, bewusstes Denken, mutiges Sprechen. Es gibt 2 Arten von Lernern. Der erste lernt passiv. Er hört zu, schreibt mit, schaut Videos, aber er trainiert nie. Der zweite lernt aktiv. Er denkt laut, er wiederholt, er übt mit Gefühl, er macht Fehler, aber er wächst. Der Passive lernt Wissen. Der Aktive baut Reaktion. Du musst dich entscheiden, welcher du sein willst. Die Zeit zu warten ist vorbei. Dein Gehirn ist bereit. Du hast alles, was du brauchst. Jetzt musst du es benutzen. Hör auf, dich zu verstecken. Denk laut, denk schnell, denk in Deutsch. Du brauchst keine Erlaubnis. Du brauchst nur Mut. Jeder Fehler ist Training. Jeder Gedanke zählt. Wenn du dein Denken änderst, ändert sich dein Deutsch. Sag es laut, ich denke auf Deutsch. Ich reagiere auf Deutsch. Ich bin bereit. Ab heute trainiere ich mein Gehirn jeden Tag. Ich höre auf zu übersetzen. Ich fange an zu denken. Ich bin kein Schüler mehr. Ich bin ein Sprecher. Dein neues Deutsch beginnt nicht in einem Buch, sondern im Kopf. Und jetzt beginnt es. In dir.